Vom einen VfL zum nächsten VfL nach Bochum. Jetzt also gegen den VfL Wolfsburg. Vor dem Champions League Spiel gegen United, vor dem Rückspiel, habe ich die Aufstellung ein bisschen verändert. Werde auch im 4-3-2-1 beginnen, weil das war gegen Bochum echt sehr, sehr schwach in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir es dann ein bisschen besser hinbekommen, aber ich will auch hier die erste Halbzeit nicht verschlafen. Das wäre zum Beispiel auch gegen United sehr, sehr fatal. Und wir müssen halt, wie im letzten Spiel auch, was habe ich da ausgerufen? Gewinnen und hoffen. Das sind so die beiden Wörter, die uns jetzt durch das Saisonfinale hier tragen. Denn die Bayern müssen verlieren, müssen irgendwo nochmal ein paar Punkte liegen lassen. Wir müssen halt jedes Spiel gewinnen. Und am besten machen wir gleich gegen Wolfsburg weiter. Zirkzee unter anderem mit Haraldsson vorne, Larsson, Faris Chaibi ist wieder da. Mal Meier für Kostic. Also ich muss jetzt hier wirklich ein bisschen haushalten mit den Stammkräften. Weil ich halt auch gegen United wieder eine schlagfertige Truppe brauche. Aber wir haben ja einen breiten Kader, von daher, wir machen das jetzt noch die letzten Spiele. Und dann gucken wir am Ende unterm Strich, wofür es gereicht hat. Ich glaube, Meister wird sehr, sehr schwer. Da ist, glaube ich, der Sieg in der Champions League ein bisschen wahrscheinlicher. Vielleicht sollten wir da all in gehen. Aber auch hier in der Bundesliga, du weißt nie, wie sich das hier entwickelt. Die Bayern können auch ein, zwei Spiele mal verlieren. Ich weiß zwar nicht gegen wen. Vielleicht ja gegen den SC Paderborn. Vielleicht ausgerechnet gegen eine Mannschaft, wo man halt überhaupt nicht damit gerechnet hat. Aber jetzt sind wir erstmal vorne. Haraldsson vorne. Ja, läuft perfekt. Das ist kein Abseits. Gegen Borno. Schade. Und die Parade von einem ganz neuen Keeper, glaube ich, oder? Ist das immer noch dieser Maximiano, wie er heißt? Ist ja auch egal. Es ist Kepa. Aber auch er kommt nicht an den Ball ran. Von Manuel Akanji. Ich glaube, sein erstes Tor. Und so, so wichtig. Und endlich mal wieder ein Kopfballtor nach einer Ecke. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Kappa, auf jeden Fall kommt er da mit viel Schwung. Sehr, sehr schön groß gewachsener. Und dann darf er das auch gerne häufiger machen. Gegen 2, 3 Mann sich da durchgesetzt. Und Kepa für Maximiano. Ich glaube, der, oder war das in der Hertha-Karriere? Ich komme da immer durcheinander. Ich glaube, Maximiano ist in der Hertha-Karriere beim VfL Wolfsburg. Und hier bei unserer Eintracht-Karriere ist es halt Kepa. Ja, und Manuel Akanji, also er war ja wichtig, er wird auch weiterhin wichtig sein. Jetzt belohnt er sich auch mal. Das ist nicht von schlechten Eltern. So, und dann ist es natürlich, das ging ja auch nicht viel schlechter, eine bessere Halbzeit bislang. Bessere Leistung als gegen Bochum. Das war echt sehr, sehr schwach. Also das war mit die schwächste erste Halbzeit, die ich hier je gespielt habe. Aber gut, muss halt auch mal sein. Wichtig ist halt jetzt weitermachen. Das wird Wolfsburg gar nicht ins Spiel reinkommen lassen, aber auch die werden natürlich irgendwann ihre Chancen kriegen. Du kannst halt hier nicht jeden Angriff weg verteidigen, im besten Fall, aber Meier unter anderem, der ist sogar schneller als Kostic. Ist auch mal wieder da. So, Mamouche, Zirkzee in der Mitte, direkt weiter auf Haraldsson. Nee, falscher Son. Aber vielleicht jetzt Kadiolo, mal eine Flanke rein, kopfballstarke Leute, ja, haben wir irgendwo wahrscheinlich. Da ist zum Beispiel einer. Zirkzee, nochmal, Meier kommt nicht ran und dann wieder hinten in der Defensive wachsam sein. Genau, alle mit nach hinten. Und oben Paderborn tatsächlich durch Bilbia. Gehen 1:0 in Führung, zunächst mal. Also es scheint, als würden uns die Paderborner helfen, zunächst mal. Ich glaube, das ist noch nicht der Endstand. Achtung, Wolfsburg kommt über Václav Czerny. Aber genau sowas brauche ich halt auch mal. Einfach ein Überraschungssieg, womit die Bayern auch selber nicht rechnen. Aber ich glaube, die werden das Spiel noch drehen. Ich glaube, das ist jetzt nur mal so ein Zwischenergebnis. Ich glaube, die werden das Spiel noch drehen. Achtung, wieder nächste Chance, wieder Kanisic. Auf den kommt es natürlich auch an. Und dann natürlich unsere Konter schnell ausspielen. Das wäre zu wünschen. Václav Czerny, Gerhard. Oh, Flanke kommt, Akanji vorne und hinten ist er da. Achtung, nächste Chance! Und diesmal ist er drin. Aber auch der Ball war nicht unhaltbar. Ich bleibe dabei bei diesen Schüssen, wo die Keeper diese Bewegung machen, diese Animation. Da sind die Hände bestimmt nach hinten geklappt oder irgendwas ist da wieder passiert. Weil normalerweise ist das auch ein Ball, der zu halten ist. War auch Maxi Arnold, oder? Wer war das? Sah so aus. Ja, also der... Ich zeige es euch gerne nochmal. Das ist auch wieder ein weiterer Beweis dafür, dass das Skript hier in EAFC auf jeden Fall da ist. Also Schuss
Und der war ja nicht mal relativ platziert. Also klar, der Schuss kommt. Akanji, das ist Nummer 1. Jetzt haben wir es wieder. Nummer 1, dass hier der Schuss nicht geblockt wird, weil der Fuß nämlich durch den anderen Fuß geht. Ich meine, dann hätte er den Fuß auch durchschwingen müssen. Das ist Indiz Nummer 1. Indiz Nummer 2 ist hier, dass die Hände nach hinten klappen. Das ist Wahnsinn. Das Spiel will, dass dieser Ball reingeht. Guck mal, die Hände klappen nach hinten. Und der geht einfach nicht hin. Er geht einfach nicht hin zum Ball. Der wäre normalerweise, in echt hätte er den gehalten. Aber gut, ihr habt es wieder schwarz auf weiß gesehen. Da kann man halt nichts machen. Da kannst du noch so gut spielen, wenn das Spiel genau das macht. Dann bist du halt einfach machtlos. Ist halt einfach so. Aber wir machen weiter. Lass uns davon auch nicht unterkriegen. Wir machen einfach weiter. Wir suchen jetzt unsere nächsten Chancen. Da ist doch zum Beispiel die nächste. Jawohl, Haraldsson und Larsson, der muss rein. Oh, XXL-Chance. Muss er machen. Auch wenn das nicht seine Hauptaufgabe ist, aber auch er darf aus so Situationen ein Tor machen. Und das wäre so wichtig gewesen, direkt nach dem Ausgleich. Aufgepasst, Wolfsburg ist wieder vorne über Czerny. Jetzt kommt der Doppelschlag wahrscheinlich. Nein. Jetzt kommt der nächste Angriff über Mamouche. Zirkzee, unten ist Haraldsson, den muss er jetzt schicken. Jawohl, schön gemacht gegen Rogero. Ah, hat er. Wir sind viele Leute vorne. Jetzt müssen wir es nur gut zu Ende spielen. Mamouche, aber jetzt Mamouche. Genauso kurios. Aber genauso wichtig. Schnell, direkt. Dann irgendwie auch eine merkwürdige Drehung von Mamouche. Hier, nächster Ball. Zack. Da hat er sich auch irgendwie ganz merkwürdig wieder gedreht. Da ging der Ball auch wieder so leicht durch den Schenkel. Ja, guck mal. Habt ihr das auch wieder gesehen, wie er den Ball mit links mitgenommen hat? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon wieder hier EA-Skript on Vogue. Ich zeige euch die Szene einfach nochmal. Ja, da haben wir einfach nochmal mehr Beweise. Schaut euch das an. Er will ihn mit rechts mitnehmen, bekommt es dann auch hin. Dann mit links. Da geht der Ball wieder durch den Fuß durch. Das hatten wir in der Hertha-Karriere auch gegen Frankfurt. Zack, wie er den da mitnimmt, das ist Wahnsinn. Und dann geht der Ball hier noch durch. Also mehr Indizien, mehr Beweise dafür, dass EA hier geskriptet ist, gibt's gar nicht. Da will mir noch mal einer erzählen, Momentum und sowas gibt's nicht. Nicht nur in Ultimate Team, sondern auch hier im Karrieremodus. Das ist jetzt doch mehrfach bewiesen einfach, alleine durch die Szenen, die ich hier regelmäßig habe. Dass, wenn bestimmte Situationen sind, der Fuß durch den anderen Fuß geht, der Ball durch den Knöchel geht, dass dann quasi mit der nächsten Aktion, dass einfach ein Gegentor fällt. Also falls ihr irgendwie mal eine Beweislage braucht, schneidet euch die Szenen raus. Die werden wir irgendwann nochmal als Beweisgrundlage brauchen, wenn EA vors Gericht kommt oder was weiß ich, ey, keine Ahnung. Aber aufgepasst, Wolfsburg ist wieder vorne, wieder Czerny, Koch ist da. Nein, 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 nein. Ach, was passiert hier schon wieder? Wir haben gerade mal 45 Minuten rum, das ist schon wieder für ein gesamtes Drehbuch. Da gehe ich jetzt nicht in die Wiederholung. Das ist für mich auch wieder kein Foul. Doch, ich muss wieder reingehen, sonst rege ich mich wieder auf. Obwohl ich mich gar nicht aufregen möchte. So, wieder die Szene. Oder war das wieder ein Ding, zuerst Fuß getroffen und dann den Ball so? Also hier, es geht ja hier ganz schnell bei uns. Da trifft er wahrscheinlich auch wieder zuerst den Fuß und dann räumt er dann Václav Czerny ab. Okay. Das sehe ich dann ein. Ich habe gedacht, er hätte erst wieder den Ball getroffen. Dia kann diese wilde erste Halbzeit hier jetzt beenden mit seinem 2-2. Hier passieren die kuriosesten Sachen. Also sowas habe ich auch selten gesehen. Eine kuriose erste Halbzeit und Kanisici ist in dem Eck. Springt dann leider zu spät. Und er macht sein erstes Tor natürlich. Hat erst 4 Spiele rum. Spielt dann ausgerechnet gegen mich und dann versenkt er den Elfmeter. Also schon wieder so viel. Ich könnte glatt einen Zweiteiler draus machen. Da ist Harry Potter ein Witz dagegen eigentlich. Meine Bücher wären auch zweimal so dick, wenn ich darüber auch ein Buch schreiben müsste. Wolfsburg ist zwar besser laut Statistik. Probieren wir es jetzt noch mit einem 4-4-2. Oder belassen wir es dabei? Wir belassen das jetzt dabei erstmal. Es hat sich ganz gut angefühlt mit der Formation. Wir müssen halt in die Zweikämpfe kommen. Wir müssen das irgendwie vor dem Strafraum früher geklärt bekommen. Vielleicht früher grätschen. Und wenn wir den Ball haben, dann haben wir ja auch vorne Platz. Durch Mamouche, Haraldsson,
Zirkzee ist zwar nicht ganz so schnell, aber der ist halt vorne in der Box jetzt gefragt. Da kommt Chaibi, Mamouche hinterläuft. Oder auch nicht. Meier, Fratesi. Und jetzt muss er durchlaufen. Das ist ein überragender Ball. Und jetzt ist Larsson da. Und anders als in der ersten Halbzeit macht er jetzt auch mal aus so einer Situation ein Ding. Es geht ja schnell. Die Leute suchen ja die Laufwege, die Lücken. Und wie gesagt, auch Larsson darf so ein Ding gerne mal machen. Und das macht er jetzt. 3-2. Direkt nach der Pause. Also es geht wie gegen Bochum. Vielleicht weniger spektakulär, weil auch der Gegner in der zweiten Halbzeit mitspielt. Aber unfassbar. Ich hoffe, dass der SC Paderborn noch führt. Natürlich sein allererstes Tor. Klar, er gewinnt sonst mehr Zweikämpfe. Aber auch hier ist lang noch nicht Schluss. Ich glaube nicht, dass das letzte Tor war. Achtung, nächste Chance für den VfL. Und Kanisici auch ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen den Gegner natürlich nicht ins Spiel zurückholen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich weiß das. Das ist eigentlich auch meine Hauptaufgabe. Aber wir spielen dann auch solche Situationen zu sorglos aus. Das zum Beispiel auch gerade wieder. Wenn der Ball da ankommt auf Zirkzee, dann kann er sich drehen, kann vielleicht eine Chance daraus machen. Aber natürlich kommt der Gegner auch immer durch solche Szenen hier in Ballbesitz. Wahnsinn. Also das ist manchmal ein bisschen zu wild jetzt gerade. Mal ein bisschen das Tempo rausnehmen, ein bisschen Luft raus. 60 Minuten hier Vollgas-Fußball. Kuriose Szenen. Und dann geht es vorne direkt weiter mit Haraldsson gegen Bornau. Ja, schade. Und Larsson. Das ist halt eigentlich seine Hauptaufgabe hier, die Bälle zu holen, sich in den Weg zu stellen, Passwege zu machen und dann natürlich auch immer wieder die Bälle nach vorne in die Schnittstellen reinspielen. Guck mal, die Bochumer oben gegen Leipzig führen, habe ich ja gesagt, wenn die so weiterspielen, so wie gegen uns, dann werden die auch nicht in die zweite Liga absteigen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Abseits. Schiri hat die Fahne gehoben. Jetzt wechseln wir auch nochmal hier durch. Vielleicht, dass wir da nochmal ein, zwei Stammkräfte, zumindest Glover, reinbringen. Da will ich auch die Formation, glaube ich, nochmal umstellen. Ich glaube, das 4-3-2-1. Vielleicht auch wieder zurück aufs 4-2-3-1. Dann mache ich das natürlich aber so. Bringe jetzt hier Glover rein. Vorne doch nochmal Boniface, die beiden. Vielleicht kann Boniface einfach nochmal durch seine Präsenz, der ist halt einfach vielleicht nochmal ein bisschen... Ach, Malcolm. Ist das der? Malcolm sieht so aus, ne? Spielt er immer noch? Bei Barcelona, da gab es auch mal eine ganz, ganz kuriose... Also, falls er das ist, ihr habt es sicherlich mitbekommen damals. Er sollte eigentlich nach Rom wechseln, war schon auf dem Weg, war schon im Flugzeug. Dann ist das Flugzeug im Flug in der Luft nochmal umgedreht in Richtung Barcelona, weil die irgendwie ein besseres Angebot hatten. Dann ist er halt beim FC Barcelona gelandet und nicht bei Rom. Ich glaube, so war das, ne? Oh, Koch, was macht er denn? Das kann ich jetzt auch nicht gewonnen. Also irgendwie ne, die Innenverteidigung, die jetzt nicht weiß, was sie tun muss. Und Paderborn für 2-0. Clark Harris. Junge, dem SC Paderborn, dem werde ich auch ein Denkmal bauen. Die gewinnen tatsächlich beim FC Bayern. Also es sieht, stand jetzt danach aus. Die Bayern haben halt auch noch Zeit und wir können das Ding jetzt hier endlich entscheiden. Mamouche, jawohl. Fast zum selben Zeitpunkt, nur 1-2 Minuten später, machen wir dann hier vielleicht die Entscheidung. Die Paderborner gewinnt tatsächlich. Aber das habe ich ja gesagt, ausgerechnet dann. Gegen so einen Gegner, wo du halt auch nie mit rechnest. Aber das macht halt die Liga nochmal spannend in Sachen Meisterschaft, ne? Und genau das brauchen wir. Wir brauchen hier Siege und wir brauchen Hoffnung. Wenn wir das halt dann dadurch irgendwie doch schaffen sollten, dann bekommt auf jeden Fall der SC Paderborn eine Kiste zugesendet. Aber da werden sich die Bayern auch schwarz ärgern. Wenn es dabei bleibt, vielleicht holen sie jetzt auch nochmal auf. Ja. Kaum sage ich, schon macht Müller den Anschlusstreffer. 2-1 nur noch. Aber die Paderborner, mir würde auch ein Remis reichen. Dann wären es halt noch 4 Punkte. Die wir aufholen müssen, ist nicht unwahrscheinlich, aber ist halt auch immer noch schwer. Wir müssen halt immer noch hoffen. Oh, Boniface. Macht das. Schöne Flanke. Mamouche kommt auch nochmal zum Kopfball. Jawohl, ja. Knapp vorbei, aber auch schon mal ein bisschen einspielen, auch für United. Der wird dann auch wieder spielen. Und dann will ich natürlich auch da weiterkommen.
Wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Sehr, sehr knapp war es auch im Hinspiel. Da haben wir halt auch durch zweimal. Ja, große, wie sagt man, Konsequenz vor dem Tor. Vor der Pause dann getroffen. Und United war halt eigentlich auch die bessere Mannschaft. Ist aber im Endeffekt egal in so K.O.-Spielen. Wolfsburg ist halt auch noch nicht geschlagen. Achtung, Koch kommt auch nicht ran. Und dann steht es nur noch 4-3. Das konntest du schon sehen. Der Wolfsburger, ich weiß jetzt nicht, wer der Torschütze war, kam von hinten angeflogen. Und weder Akanji noch Robin Koch konnten da irgendwas machen. Hier Flanke, glaube ich, von Lovro Meyer. Der kommt halt hinten angelaufen. Larsson springt auch noch drunter weg. Und für Kanisici gibt es dann halt auch nichts zu halten. Torschütze ist Milik, der halt auch erst 4 Spiele hat und 2 Tore. Also das ist auch etwas, was sich durch FIFA und durch EAFC auch durchziehen wird. Dass Spieler mit wenigen Spielen ihre ersten Tore machen und dann ausgerechnet immer gegen mich. Und Milik vor allem. Warum spielt er erst 4-mal? Oder warum hat er erst 4-mal gespielt? Jetzt wird es hier doch nochmal haarig. Noch 4 Minuten müssen wir überstehen. Ey, Wahnsinn, was hier abgeht in den letzten Spielen. Und auch die nächsten Spiele werden ja nicht viel unspannender. Also Bundesliga, dann Champions League. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass die Wolfsburger noch das 4-4 machen. Ich weiß nicht warum. Kann ich euch nicht sagen. Einfach so ein blödes Gefühl. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, mein Gefühl täuscht mich. Flanke kommt. Achtung, Koch kommt wieder nicht hin. Und dann war der Gott sei Dank nicht so platziert. Ausgerechnet von Malcolm. Der hätte auch über Kanisici rüberfliegen können, im schlimmsten Fall. So, aber ich glaube, das wird es jetzt hoffentlich gewesen sein. Ja, Boniface hält den Ball, geht nochmal zur Eckfahne, das wird reichen. Also wir gewinnen auch wieder in einem sehr, sehr furiosen Spiel. Ausgerechnet gegen Wolfsburg. Das ist gefühlt auch immer nur gegen Wolfsburg. Gewinnen wir mit. Mal gucken, vielleicht schießen wir noch ein 5. Tor. Nee. Aber es bleibt beim 4-3, oder? Also durchpusten, durchatmen. Hoffentlich hat Paderborn das 2-1 gehalten. Ich vermute, dass die Bayern noch einen Ausgleich gemacht haben oder vielleicht das Spiel noch komplett gedreht haben. Wir haben auf jeden Fall wieder unsere Hausaufgaben gemacht. Schießen wieder 4 Tore. Gewinnen auch gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt geht's gegen United. Und Paderborn gewinnt tatsächlich mit 2-1 in München. Ey, krass, hätte ich niemals gedacht. Aber großes, großes Dankeschön an Paderborn. Das heißt für uns, wir sind nur noch 3 Punkte hinter den Bayern. Wer hätte das gedacht? Oder? Also ich hätte damit am wenigsten gerechnet. Aber ihr seht, unverhofft kommt oft. Aber genau das brauchen wir. Wir brauchen solche Siege, mit denen man nicht rechnet, damit diese Liga wieder spannend wird. Echt Wahnsinn. Und das 4-3, das mache ich halt auch nicht immer. Das mache ich halt auch nicht immer. So, wir haben schon die ersten Ergebnisse. Paris kommt weiter gegen Real. Okay, überraschend. Weil Real ja gefühlt jedes Jahr die Champions League gewinnt. Dann haben wir Barca auch ganz knapp gegen Dortmund durchgesetzt. Neapel setzt sich gegen Sevilla durch und City setzt sich knapp gegen Leverkusen durch. Tja, es wird auch bei uns nicht viel weniger spannend. Und hier haben wir es schwarz auf weiß. Wir haben das bessere Torverhältnis. Das werden wir auch bis zum Ende der Saison behalten. Wir brauchen jetzt nur noch mal irgendwo einen Patzer. Und das ist jetzt wahrscheinlich. Also ich glaube auch nicht, dass die Bayern jedes Spiel gewinnen. Ich hoffe es, dass wir jedes Spiel gewinnen. Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben auch noch mal irgendwo 1, 2 Spiele, wo wir ja vielleicht mal einen Punkt liegen lassen gegen Hertha. Die brauchen halt auch noch jeden Punkt. Oh, der Abstiegskampf, ey. Das ist ja auch noch mal richtig spannend. Durch den Sieg bei den Bayern ist Paderborn jetzt auch wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Von Platz 13 bis Platz 18. Das sind 4 Punkte. Freiburg, Mainz können da vielleicht auch noch mit reinrutschen. Also die halbe Liga. Gladbach hat auch nur 28 Punkte. Die können also auch mit unten reinrutschen. Es bleibt sehr, sehr spannend. Oben wie unten. Ganz besonders oben. Durch diese 3 Punkte, die wir nur noch Rückstand haben. Naja, nächstes Spiel ist erstmal United. Der Wechsel in die Champions League im Old Trafford. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Und dann hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.